Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal hier im Windpark Albringhausen in der Nähe von Bassum, südlich von Bremen. Ich war letzten Herbst schon mal hier. Hier hat nämlich ein richtig großes Repowering stattgefunden. Hier wurden insgesamt 13 Altanlagen G1.5 durch 10 Enercon E160 EP5 E3 ersetzt. Das war so das erste größere Projekt mit der E160 EP5 E3 nach Hämelhausen, wo die 3 Prototypen stehen. Und das war ein richtig geiles Projekt hier. Ja, letzten Herbst, als ich hier war, standen gerade mal 2 Anlagen und mittlerweile sind alle 10 fertig und 9 von 10 am Netz. Was ein geiles Bild, ey. Diese Giganten. Wahnsinn. Habe ich mich echt drauf gefreut, letzten Herbst nochmal hierher zu kommen und mir das anzuschauen, wenn die Anlagen fertig sind. Ja, und heute bin ich wieder hier. Richtig geil. Nach und nach haben sie den ins Netz genommen. Und der Aufbau ging relativ fix. Ich habe es im Internet immer so ein bisschen mitverfolgt. Projektiert wurde der Park hier von Westwind Energy. Die haben das Repowering durchgeführt. Und da habe ich immer coole Bilder online gesehen und dachte, hier will ich unbedingt mal wieder hin. Ja, die Anlage hier drüben war die erste, die fertig war, damals als ich hier war. Und bei der Anlage hier drüben war gerade die Gondel oben. Und bei den restlichen Anlagen standen nur die Turmstümpfe. Und jetzt sind sie alle fertig. Richtig geil. Ja, weiterhin stehen hier noch G-Cypress 5.358. Das sind die 3 hier im Hintergrund. Wurden als Erweiterung des Parks gebaut, 2021. Und hier auf der Seite stehen auch nochmal 4 Stück. Auch geil, jetzt mal den Vergleich zwischen G und E160 zu sehen. Hinten ist die einzige E160, die noch nicht läuft. Ich glaube, das war die letzte, die errichtet wurde. Muss ich mal gucken, ob ich von irgendwo mal einen geilen Vergleich zwischen der G-Cypress und der E160 hinkriege. Richtig krass, also die Inbetriebnahme auch der E160 ging ziemlich fix. Das war ja auch quasi so das Ziel der E-Gondel, dass die Inbetriebnahme beschleunigt wird, dass im Werk schon alles vorbereitet werden kann und es kein extra E-Modul braucht. Das war ja so das Hauptanliegen von der E-Gondel. Richtig nice, ey. So viele von den Dingern auf einem Fleck. Richtig cool. Ja, außer in Hämelhausen habe ich sie ja jetzt noch gar nicht gesehen. In Betrieb. Und richtig geil, sie jetzt laufen zu sehen. Ach, hier im Hintergrund noch die kleinen E70 und dann die fette E160 davor. Wahnsinn. Ja, im Schwarzwald wurden jetzt auch 3 E160 genehmigt, in der Nähe von Freiburg. Allerdings E1. Ich schätze mal, dass man da jetzt auf E3 umplant. Weil die E2 wird ja meines Wissens nach auch nicht mehr gebaut. Kommen die Dinger hier auch in meine Region. Sehr, sehr cool. Ja, ich werde jetzt mal zu einer Anlage hinfahren und ja, ein paar coole Bilder hier im Park machen und dann berichte ich gleich nochmal. Ja, ich stehe jetzt hier in der Nähe von einer Anlage,
schön vor dem goldenen Weizenfeld. Und ich muss sagen, die Dinger sind echt ganz schön laut. Der Wind hat noch mal ein bisschen aufgefrischt. Und wenn der Rotor hier so vorbeizischt, machen die ganz schön Krach. Aber was besonders laut ist der Generator. Wesentlich lauter als bei der EP3-Plattform. Es sind auch unterschiedliche Generatoren. Also bei der EP5-Plattform hier kommt ein Permanentmagnetgenerator zum Einsatz. Hat so ein richtig monotones Schleifen. Und bei der EP3-Plattform kommt ein fremderregter Generator zum Einsatz. Also zwei unterschiedliche Generatortypen. Der hier Generator hört sich so ein bisschen an wie bei den Vensis-Anlagen. Die haben auch so ein leichtes Schleifen. Auch ein Permanentmagnetgenerator. Ja, ist wohl so ein Überbleibsel von Lachaway noch, dass man den übernommen hat anstelle des Generators, der jetzt bei der EP3-Plattform zum Einsatz kommt. Aber schon echt eine geile Anlage. Also die Rotorblattbiegung finde ich schon echt geil, wie so eine Krake. Jetzt hört man gerade die Windnachführung. Jetzt dreht es sich ein bisschen in die andere Richtung. Ja, was ich auch gesehen habe, die Anlagen haben auch alle ein Anti-Kollisionssystem für Vögel. Seit kurzem eine anerkannte Schutzmaßnahme. Haben die G-Anlagen auch, da sieht man es nochmal, das sind einzelne Kameras und zusammen mit künstlicher Intelligenz werden dann Bilder ausgewertet von den Kameras und wenn Greifvögel detektiert werden, stellt sich die Anlage ab. Ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt von dem System, ist noch relativ teuer, Fehlerquote wohl auch noch relativ hoch. Habe jetzt unterschiedliche Stimmen gehört, manche Betreiber sind eigentlich ganz zufrieden damit, andere eher weniger. Vor allem, weil es halt auch einen sehr großen Verschleiß für die Anlage bedeutet. Wenn die ständig abbremsen muss, wenn hier ein Vogel vorbeifliegt, ist es klar, dass natürlich zu Verschleiß kommt. Aber der Algorithmus soll ja immer besser werden, dass auch wirklich nur die Vogelarten erkannt werden, die relevant sind. Also Rotmilan, verschiedene Weinarten. Ja, aber bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Also ich bin noch nicht so überzeugt. Aber lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, hier auch nochmal ein richtig geiler Vergleich zwischen E160 und nebendran die kleinen E70. Richtig krass. Die E70 haben jetzt eine Nabenhöhe von 85 Meter und ein Blatt der E160 ist fast genauso lang. Richtig krass. Ja, vor ein paar Tagen war ich ja bei der Nordex N163 im Windpark Dahle. Und das hier ist ja praktisch eigentlich der exakt gleiche Turm von Max Bögel, nur halt eine andere Anlage oben drauf. Und habe bisher aber jetzt noch keine Schäden entdeckt. Die Anlagen sind ja auch etwas jünger, aber bisher keine Schäden erkennbar. Bin mir jetzt auch nicht sicher, welche Anlagentypen alle betroffen sind, aber von Enercon wurde, glaube ich, auch mal so ein Infoblatt rausgegeben, dass auf jeden Fall auch EP3, EP5 betroffen sind. Hat Max Bögel Mist fabriziert. Ein schöner Blick auf die anderen Anlagen. Da drüben sieht man jetzt auch nochmal die G. Ja, sie haben nicht so eine krasse Blattbiegung wie die E160 jetzt.
Da sieht man es noch ein bisschen im Vergleich. Also die Blätter der E160 sind schon wesentlich mehr gebogen. G-Anlagen laufen heute auch gar nicht so schnell. Beziehungsweise wenn sie langsam laufen, sind die Blätter eher so ein bisschen nach vorne gebogen, die Blattspitzen. Und sie ein bisschen schneller laufen, auch so ein bisschen nach hinten gebogen, aber lange nicht so krakenartig wie jetzt hier bei der E160. Jetzt gibt es nochmal richtig Gas. Aber ich denke, das Schleifen des Generators hört man eigentlich ganz gut. Würde mich echt mal interessieren, ob die jetzt vom Schall her so viel lauter ist wie andere Anlagen oder ob es da wenig Unterschiede gibt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ja, dann werde ich mal nach da hinten zu den kleinen süßen E70 fahren und will mir mal noch den Unterschied zur E160 anschauen. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von den kleinen E70. Hier stand ich beim letzten Mal auch schon, im letzten Herbst. Das sind jetzt hier die kleinsten im Park. Richtig krass. Und dann hier hat man jetzt den direkten Vergleich zwischen E70 und E160. Und hinten dran noch die G. Richtig krass, ey. Wahnsinn, was sich in den 20 Jahren getan hat. Auch optisch. Von dem schönen Ei hin zur E-Gondel. Schon echt krass. Ja, ich stand damals genau hier an dieser Stelle. Hab mich gefragt, wie das wohl aussieht. Richtig cool. Ja, und von hier aus hat man auch echt nochmal eine sehr schöne Übersicht über den gesamten Park mit allen Anlagen. Das sieht schon echt sehr grazil aus, wie sie laufen. Richtig cool. Und dann auch in Kombination mit den G. Also ich finde, optisch sehen sie sich ja schon sehr ähnlich. Von den Rotorblättern her auf jeden Fall. Turm ist ja der gleiche. Gondel ist halt ein bisschen unterschiedlich. Und die E160 hat halt den Ringgenerator und die G halt nicht. Aber optisch auf jeden Fall ähnlich. Da sieht man es auch noch mal ein bisschen. Rotorblätter sehen ähnlich aus, aber ich schätze, die sind schon verschieden. Von der E160 sind noch mal ein gutes Stück mehr gebogen. Aber schon echt einfach ein tolles Bild. Krass, bin ich mal gespannt, wie lang die E70 hier noch stehen. Die sind bestimmt auch so von Anfang der 2000er Jahre, also die werden noch ein paar Jährchen stehen. Aber geil, dass jetzt halt zwei verschiedene Enercon-Generationen hier stehen. Würden jetzt hier nur große Anlagen stehen, fände ich es ein bisschen langweilig. Aber jetzt noch mit den E70 finde ich es schon sehr geil. So eine alte G1.5 hätten sie noch stehen lassen können, so im Vergleich zu den neuen G. Wäre auch cool gewesen. Boah, schon echt geil sieht's aus. Ja, würde mich freuen, wenn da im Schwarzwald mal ein paar gebaut werden. Oder vielleicht sogar E175 dann irgendwann. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen.
Ja, jetzt stehe ich nochmal hier direkt unterhalb der Anlage. Das sieht schon echt verdammt geil aus. Wenn die so Gas gibt. Richtig geil, die Rotorblattbiegung. Bei Nordex fand ich es nochmal ein bisschen krasser, aber die Rotorblätter hier sind schon auch echt geil gebogen. Und bei der Anlage hier hört man jetzt das Schleifen vom Generator gar nicht so krass. Also bei den anderen beiden gerade eben war es irgendwie lauter. Vielleicht hört man es eher, wenn sie halt langsamer läuft. Oder man hört es halt nicht, weil der Rotor jetzt so laut ist, aber ich habe das Gefühl, die läuft ein bisschen ruhiger. Ja, hier sieht man noch ein bisschen besser das Antikollisionssystem. Bei der Anlage hier ist es ein bisschen höher. Kann sein, weil hier ein paar Bäume drumherum sind. Das ist nämlich das Schwierige. Also in Waldbeständen funktioniert es schlecht, weil dann die Kamera halt nicht so einen guten Rundumblick hat. Also ist schon eher geeignet für Offenlandstandorte. Mal ein schöner Blick zu den anderen Anlagen hier. Also optisch gefallen sie mir echt schon richtig gut. Ich finde, es hat irgendwas mit dieser langen E-Gondel. Und dann, ja, also der Winkel an der Narbe ist ein gutes Stück größer als bei der G. Also die Blätter von der E160 hier, die sind schon relativ großen Winkel an der Narbe. Stehen relativ weit nach vorne. Und bei der G-Anlage ist das ein bisschen geringer. Steht nicht ganz so krass nach vorne. Sind auch nicht so krass gebogen, die Rotorblätter. Obwohl die ja eigentlich beide von LM sind. Ja, bin mal gespannt. Enercon bringt jetzt nochmal eine größere raus, die E175. Prototypen sollen in der Türkei errichtet werden, 2 Stück. Und da sollen die Blätter ja dann nochmal selbst produziert werden. Ich glaube, mit den Blättern hier gab es auch ein bisschen Probleme. Die kommen ja teilweise aus China, glaube ich, und da gab es echt Produktionsmängel. Also gerade bei der E147 gab es, glaube ich, ziemlich Probleme mit den Blättern. In der Nähe von Paderborn standen da echt einige Monate lang ohne Blätter rum. Ja, da hinten, das ist die einzige, die noch nicht läuft. Ich glaube, das war die letzte Anlage, die errichtet wurde. Und die wartet jetzt noch auf ihre Inbetriebnahme. Aber es sieht schon echt geil aus, so die Anlagen hier in einer Reihe. Richtig cool. Stehen auch alle so ein bisschen erhöht, also das Fundament scheint nicht so tief eingegraben zu sein, sondern guckt ein bisschen raus und wurde dann verfüllt. Geiles Teil. Ja, wenn jetzt noch schöner blauer Himmel wäre, wäre der Kontrast einfach ein bisschen schöner. Jetzt ist alles so ein bisschen grau in grau leider. Ja, ich will gleich mal noch mit der Drohne fliegen. Mal gucken, vielleicht sieht es von oben ein bisschen besser aus. Und da hinten sind die kleinen E70. Hat auch gerade nochmal geregnet, also Wetter ist leider sehr unbeständig heute. Naja, solange ich nicht komplett nass werde, passt das schon irgendwie. Ja, dann werde ich mal weiterziehen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal angehalten. Auch einfach nochmal ein sehr schönes Bild. Jetzt gerade nochmal ein bisschen die Abendsonne
rausgekommen. Ah, ich finde, das sieht einfach richtig geil aus. Die Anlagen hier in einer Reihe. Richtig cool. Also ich bin schon ein Fan von der E160. Bin aber auch echt gespannt auf die E175. Optisch werden die sich wahrscheinlich nicht viel geben. Einfach nochmal größerer Rotor, leistungsstärkerer Generator. Weiß jetzt gar nicht, ob der dann nochmal ein bisschen größeren Durchmesser hat vielleicht oder man eher in die Tiefe geht. Bin ich mal gespannt. Ja, was ich allerdings sehr, sehr schade finde, ist halt, dass es den MST nicht mehr gibt. Beziehungsweise, also für die E160, für kleinere Nabenhöhen, arbeitet man ja auch mit dem HST. Aber ich glaube nicht für so ganz hohe Nabenhöhen. Also für den 166 Meter Turm bleibt man sehr wahrscheinlich bei Max Bögel. Für die E175 habe ich das auch schon gehört. Aber für kleinere Nabenhöhen, ich glaube 120 Meter oder sowas, wird es die Anlage auch mit dem HST geben. Habe ich auf jeden Fall schon gesehen. In Kanada wurden auch schon einige E160 gebaut. Die hatten einen HST. Ich glaube 100 oder 120 Meter. Habe auch gehört, dass irgendwo in Deutschland Anlagen mit 120 oder sogar noch niedriger, eine glaube ich sogar 100 Meter Nabenhöhe genehmigt sind. Richtig nice. Hinten ist die einzige, die steht. Da nochmal die G, da werde ich gleich auch nochmal anhalten. Ich werde mir deren Tour mal anschauen. Und hier stehe ich auch nochmal hinter einer Anlage. Schon echt geil, wenn die so Gas gibt. Volllast hat sie glaube ich noch nicht, aber ist glaube ich nicht mehr so weit davon weg. Der Wind hat auf jeden Fall gut aufgefrischt, seitdem ich hierher kam. Hat auch zum Glück noch ein bisschen besseres Wetter gebracht. Ja, mit der Drohne war ich auch gerade oben. Sieht sehr, sehr schön aus von oben. Da hinten ist auch noch mal ein Windpark. Das hatte beim letzten Video, glaube ich, mal jemand kommentiert, welcher das ist. Da stehen E82 und auch eine ganze Reihe mit E70 hier. Hab's jetzt vergessen, wie er heißt, aber die Leute, die hier unterwegs sind, die wissen das. Ja, das hier war, glaube ich, die dritte Anlage, die gestellt wurde. Da lag beim letzten Mal der Kran, als ich hier stand. Da war alles ziemlich grau hier, keine Blätter an den Bäumen. Und ja, richtig schön ist hier alles mal grün zu sehen. Ja, dann werde ich mich jetzt mal aufmachen zu den G-Anlagen hier rüber, bevor es dann bald schon wieder dunkel wird. Ja, jetzt stehe ich hier nochmal bei einer anderen Anlage. Gibt einfach echt zu viele coole Perspektiven hier im Park. Hier stand ich beim letzten Mal auch schon. Da hatte diese Anlage hier gerade ihre Gondel. Das war die zweite Anlage, die sich gerade im Bau befand. Boah, ist einfach so geil, dieser fette Rotor. Wie die Blätter hier vorbeizischen. Sieht man auch nochmal schön die E-Gondel, ein bisschen von unten. Also anfangs war ich echt skeptisch, als ich so die ersten Entwürfe gesehen habe. War halt einfach komplett ungewohnt. Und auch, dass die Gondel relativ flach ist, also flacher, als dass sie hoch ist, fand ich ein bisschen komisch. Und halt ja, so Wellblech außenrum. Sah halt echt so aus wie so ein holländisches Haus, Ferienhaus am Strand.
schon echt ungewohnt. Aber mittlerweile hat man sich eigentlich dran gewöhnt und ich finde es eigentlich auch ganz cool. Klar, ist halt nochmal was ganz anderes als das Ei, aber das Ei war halt leider viel zu teuer. Und hier mit der E-Gondel kann man halt die komplette Elektrik drin verbauen. Das hat halt echt Zeitvorteile und Kostenvorteile. Naja, man gewöhnt sich an vieles. Also so wie man sich an die EP3 gewöhnt hat, so wird man sich hier auch an die E-Gondel gewöhnen. Die ja, bei der E138 und ganz besonders bei der E115 finde ich, sieht es ein bisschen komisch aus, die E-Gondel, weil da halt der Generator nochmal einen viel größeren Durchmesser hat. Das finde ich etwas seltsam, aber ja, bei der EP5 finde ich das eigentlich ziemlich cool. Ja, ich bin echt mal gespannt, ob die Türme hier die Anlage gut aushalten oder ob da mit der Zeit auch Probleme entstehen. Wäre echt schade. Aber die Anlagen sind ja noch relativ neu. Jetzt so mit bloßem Auge kann ich da jetzt nichts erkennen. Also bei der Nordex-Anlage war hier bei diesem oberen Segment quasi wie so eine Manschette drüber oder so eine Art Netz. Aber die hier sehen noch gut aus. Ja, jetzt stehe ich hier in der Nähe von der G-Anlage. G-Cypress 5.358 als Erweiterung für den Windpark gebaut, 2021, also ein Jahr vorm Repowering. Und die Anlagen hatten anfangs auch schon sehr große Probleme, also irgendein größerer Schaden. Ich meine, Getriebe musste direkt am Anfang schon ausgetauscht werden. Und da hat sich der Projektierer wahrscheinlich gedacht, nee, das Repowering machen wir auf jeden Fall nicht mit G, da nehmen wir einen anderen Hersteller. Ja, aber seitdem scheinen sie gut zu laufen. Also G hatte echt viele Probleme anfangs. Auch jetzt immer noch, wo Rotorblätter abbrechen und also man hört immer noch nicht so sehr viel Gutes über G. Ja, ich habe mir den Turm angeschaut und richtig krass, der scheint auch Risse zu haben. Ähnlich wie bei der Nordex ist halt hier auch dieses Netz am Übergang vom Stahlsegment zum Beton. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nur ein Netz ist, das verhindern soll, dass irgendwelcher Beton abbröckelt und runterfällt. Das ist keine richtige Manschette oder da wurde auch nichts abgefräst, sondern ich glaube, das ist einfach nur ein Netz, das verhindern soll, dass falls Beton abbröckelt, der nicht runterfällt. Aber richtig krass, dass diese Türme hier wohl auch Schäden zu haben scheinen. Aber muss man sagen, die Schäden scheinen ja nicht so groß zu sein, dass man die Anlagen stilllegen müsste. Also auch die Nordex liefen ja auch. Also die Standsicherheit ist somit nicht gefährdet. Da sieht man auch nochmal den Vergleich zwischen G und Enercon. Ja, also eigentlich exakt gleicher Turm, andere Turbine obendrauf. Die scheinen noch auf ihre Inbetriebnahme zu warten hier. Die letzte, die errichtet wurde. Ja, insgesamt 7 G stehen hier. Hier auf der Seite stehen 4 Stück. Ja, es war halt echt so der erste Hersteller, der so eine große Anlage rausgebracht hat mit 158 Meter Rotor. Dann kam irgendwann Vestas und auch Nordex, aber G hatte echt die Nase ganz weit vorn und haben sich viele Projektierer auf die Anlage gestürzt. Aber mittlerweile haben sie ihre Meinung, glaube ich, nochmal relativiert. Da wird sie nicht mehr so häufig gebaut, weil es jetzt halt auch schon wieder größere gibt mit 170, 175 Meter Rotor und weil sie halt auch echt extrem viele Probleme hatte. Da haben wir ein richtig geiles Bild mit den Enercon
Ja, gegen Abend ist es nochmal ein bisschen schöner geworden. Jetzt habe ich leider alle Aufnahmen schon gemacht. Jetzt kommt sogar noch ein bisschen die Abendsonne raus. Richtig nice dieser Park hier. So viele große Anlagen, 17 große Anlagen und 3 kleine E70. Da hinten sieht man sie noch mal rausgucken neben der großen E160. Richtig krass. Ja, fliege jetzt noch mal schnell mit der Drohne und dann werde ich mich auf den Rückweg machen. Ja, hier hat man nochmal einen coolen letzten Blick auf den Windpark. Ich werde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Ich muss mich wieder ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug erwische. War jetzt richtig cool, mir die Anlagen anzuschauen, wenn der Park jetzt komplett repowered ist. Und ja, dass auch schon fast alle Anlagen am Netz sind. 9 von 10. Jetzt richtig gefreut, hier vorbeizuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Im Anschluss gibt es noch mal ein paar coole Drohnenaufnahmen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich werde noch 1, 2 Windparks hier in Niedersachsen besuchen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dort. Halt die Ohren steif und bis dann.